Das ist eines der kleinsten Fahrzeuge auf dem Markt. Es ist extrem kompakt und man hat ganz viele pfiffige Dinge eingebaut, die den Platz so nutzbar machen. Ja, bei 5,99 Meter, ich guck mal, als sie nickt, 5,99 Meter Länge, da braucht man natürlich unglaublich viele gute und pfiffige Ideen. Ja. Das ist, glaube ich, das, was viele suchen. Ja. Ganz kurz, unter 6 Meter, möglichst günstig. Das sind die Leute preisintensiv geworden. Und wenn du dich mal gerade vorstellst, wie heißt du? Ich bin Tanja Tank, ich komme von Tank Reisemobile aus Kiel. Wir vertreten Illusion, eine spanische Firma. Und wir haben hier 6 Meter gebaut, um ganz viel Komfort auf wenig Raum zu schaffen. Ja, wir sehen das hinten ist GFK, das ist unschwer zu erkennen. Es ist nicht so ganz so eben ja, wie Alu, aber der Vorteil ist, es ist unglaublich belastbar. Das ist ja auch ganz wichtig. Die Leute fragen nach GFK? Ja, auf jeden Fall, weil es ist auch leicht zu pflegen und man kann es auch sehr gut ausbessern, sollte es mal zu einem Ditcher kommen. Der sieht total süß aus, weil er so klein und knuffig ist. Ihr habt ihn genau hier jetzt rangestellt an den Eingang. Er fällt auf, oder? Auf jeden Fall. Wir haben ja nur im 6-Meter-Bereich sonst die Kastenwagen. Hier haben wir ein kleines Wohnmobil, was einfach nur 30 Zentimeter breit ist. Aber man hat unglaublich viel mehr Platz zum Stauen und zum Schlafen. Die Breite nochmal, was hast du gesagt? 2,35 Meter. 2,35 Meter, so. Auch hier habt ihr natürlich Crashboxen mit drin, das heißt, sollte es mal zum bösen Anstoß kommen, die wichtigsten Sachen habt ihr einzeln gemacht, die da sind, aber der ist so kompakt, den kann man sehr gut fahren, also Leute brauchen keine Angst zu haben, oder? Nein, auf jeden Fall, das ist ja fast wie ein großer PKW zu fahren. Ach, so gut gesagt, das will ich ja mal sagen. Das denken ja viele anders. Simone, würdest du sagen, das ist wie so ein großer PKW oder ist das da schon... Naja, nicht ganz, aber kompakt ist er auf jeden Fall. Kompakt ist er, 5,90 Meter Länge. Geht's ja noch kürzer hier bei der Firma? Also bei Firma Illusion nicht. Da sind wir mit 5,99 im Moment bei dem kürzesten Fahrzeug angekommen. So, das Fahrzeug, ich kann es noch nicht so ganz gehen, könnte, ja, es ist ein Fiat Ducato 8 wahrscheinlich drunter, der kommt. Ich sag mal, Ausstattungsmerkmale kann ich denn wählen, wie ich das will. Ist der denn jetzt gut ausgestattet, der hier steht? Ja, wir haben hier die Premium-Variante als XMK mit vielen netten Designs in. Vernünftige Qualität, Extras kann man natürlich bei jedem Händler extra dazu bestellen, Markise, Fernsehen und so weiter. Ja, das Schöne ist natürlich so schöne Details. Das Fenster ist reingeklebt. Das bedeutet, ich habe wenig Windgeräusche hier oben drin. Auch die, ich sag mal, es ist komplett alles selbst entwickelt. Das ist kein Standardbauteil, was ihr mitgekauft habt. Ist das Fahrzeug leise? Ja, wir haben auch den Vorteil, dass die Firma aus der Tischlerei kommt, drin einfach auch sehr gute Holzfragmente drin hat. Und durch das GFK, was ja sehr anschmiegsam ist und sich mitbewegt, sollte es nicht zu Knatschgeräuschen kommen. Ja, wichtig ist ja auch das Design. Er sieht von hinten fast schon ein bisschen Liner-mäßig aus, oder? Ja, also wir haben ja wie gesagt 2 Varianten, XMK oder XMK Premium. Das wäre eben noch die Variante, unten das in Alu zu bekommen. Und dann ist auch das mit den Leuchtenträgern etwas anders. Okay, die Leute schauen ja immer aufs Design. Deswegen habt ihr ihn auch andersrum gestellt, weil von vorne sehen sie alle ähnlich aus. Ja. Es ist so. Er hat eine ganz große Garage, die werden wir jetzt mal testen. Sie ist sehr hoch, das heißt, ich kriege auch ein Fahrrad rein. Ja, also gegebenenfalls müsste man bei einigen Fahrrädern vielleicht das Vorderrad ausbauen. Aber hier haben wir wirklich sehr viel Platz und es sollte passen, selbst wenn man noch ein Fahrzeug oder eine Schiene reinmacht, um das Fahrzeug zu fixieren. Simone, bitte. Ja, sie ist Handballerin und 22. Ich kann das nicht mehr, aber die Simone, die ist ja wirklich sehr, sehr... Jetzt sieht man erstmal, wie groß das Ding ist, oder? Das ist heftig. Ja. Ich habe sogar hier oben noch Platz, wenn ich so kutsch. So, wir schauen mal hier rein, ob hier, was hier drin ist, eine Truma, Alde oder irgendwas anderes. Ja, eine Truma, guck mal hier. Die da ist, eine Truma-Kombi mit drin, auf Gas steht da? Ja, aber wir haben optional auch die Möglichkeit, eine Dieselheizung einzubauen. Ja, die ganz neue mit Hörenkit. Ja. Vielleicht. Sie sagt ja, das ist schon mal gut. Ich hab dir versprochen, ich stelle dir nicht zu viele Fragen, denn die Fahrzeuge sind teilweise sehr neu hier. Also du bist gestern gekommen, also da hast du aber Glück gehabt. Anderen Kollegen, das ist hier schon eine stressige Messe teilweise. Nein, ich bin schon seit letzten Samstag hier, aber ich war vorher bei einem anderen Produkt und bin heute hier erst bei Illusion. Ja, was spricht denn hier für das Produkt? Also viele haben es noch gar nicht gehört. Ist das neu? Also Illusion ist seit mehreren Jahren auf dem spanischen Markt und seit 3 Jahren auf dem deutschen Markt. Der absolute Vorteil ist, dass es sich hier um eine kleine Firma handelt, die nicht zu den großen Konzernen gehört. Und unser absoluter Vorteil ist, dass wir Chassis haben und bauen können. Ich habe gehört, die Qualität ist wirklich
exzeptionell. Das heißt, die ist außergewöhnlich gut, 71.858 €. Der ist ja schon volle Hütte. Jetzt werden Leute sagen, ja, 70.000 € für ein kurzes Fahrzeug, das ist es nicht. Die Leute wollen ja so ein kurzes Fahrzeug haben, die das kaufen. Ja, also wir können auch noch weiter runtergehen. Wir können die Möglichkeit, den nicht als Premiumwagen zu nehmen. Dann liegen wir noch mal 4.000 € unter diesen 71.000 €. Also für wen, der noch weniger bezahlen möchte, wäre das auch interessant. Der ist schon schick hier drin. Also wenn du reingehst, das ist schon sehr gut. Simone, geh mal bitte vor, dass wir das mal zeigen. Alles ist ein bisschen anders ausgeführt. Wenn ich hier sehe, zum Beispiel die ganzen Kanten, das sind richtige Profile drin. Guck mal hier, aus Alu. Da hast du bei vielen Wohnmobilen so einen Kunststoffeinsatz, wo du hochgehst. Ja, also wie gesagt, das spricht einfach auch für diese Tischlerei, die einfach Erfahrung hat mit Qualität. So, jetzt gehen wir mal rein. Design, das ist recht offen, das Fahrzeug. Man hat ein Hubbett mit drin. Hast du hinten auch noch ein Bett hier neben? Ja, hinten ein großes Querbett, auch für große Menschen mit 2,20 Meter sehr gut geeignet. So, wir machen hier mal auf, bitte. Simone, ja, sei so nett. Großer Spiegel ist dran. Da ist ein kleines Fach da drin. Hier ist wahrscheinlich ein Schuhfach. Direkt am Eingang, das muss ja auch sein. So ein Messebetrieb ist schon ein absoluter Härtetest für die Autos, oder? Genau, wir sehen ja rechts ist normalerweise auch noch eine große Platte, die man zur Erweiterung der Küche nutzen kann. Aber da hast du den mal abgerissen. Wissen, wie man es wieder anbringt, ist es leider jetzt abmontiert. Übrigens ist das ganz normal. Ich habe in jedem Fahrzeug Tote gesehen. Also es war wirklich jetzt nach mittlerweile 7 Messetagen, weil die Leute nicht genau wissen, wie es geht. Die reißen dann da richtig dran. Sie fragen auch ungern, denn wie es richtig geht. Ja, und dann auf einmal gehen sie raus. Du siehst dann Leute ganz schnell verschwinden. Die machen die Tür vielleicht nochmal zu oder so. Aber das ist halt so auf einer Messe, oder? Leider. So, wenn die jetzt später, ich meine, die werden ja irgendwann auch mal verkauft. Das ist ja sowieso, ihr macht ja einen Check. Also wenn die kommen, prüft jedes Fahrzeug nochmal auf Herz und Nieren. Wie ist denn der Kundendienst, wenn jetzt irgendwas, ich sag mal, defekt ist, ihr meldet das an als Reklamation? Ich meine, es gibt ja immer Kleinigkeiten, die du als Händler erstmal checkst, wenn du so ein Auto kriegst. Ja, ihr prüft jedes Auto. Erstmal wird es vom Werk aus gecheckt und dann natürlich noch in der Firma. Vorteil ist ja auch, dass Fiat ganz normal 2 Jahre Gewährleistung eben vor Ort bei dem Kunden eben bieten kann. Und wir haben jetzt ein Händlernetz von 11 Stationen und die sind gut verteilt von ganz oben im Norden bis in den Süden. Ja, das Design, bitte. Genau, was ich gerade sagen wollte, das Design finde ich sehr interessant. Wir haben sehr viel braun, beige, weiß gesehen, aber so diese Graukombi finde ich auch richtig gut. Das sind die Spanier, die haben es echt drauf, oder? Ja, und auch einfach hier so, wie als wäre hier nochmal so ein Griff dran. Ja, ist einfach mal was anderes. Ja, und TK habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Also auch oft pfiffige Lösungen abseits der Norm. Ich meine, klar, eine Truma Kombi und so, das ist ganz normal. Aber hier so ein Flammenherd, der sieht ja so aus, als käme er irgendwie aus einer Spitzenküche, oder? Ist halt auch leicht zu reinigen. Ne? Da haben wir eben einfach nur die Möglichkeit, das einmal abzuwischen. Interessant, da hat sie mich angeschaut, als ob ich immer sauber machen würde. Aber stimmt. Aber einfach auch dadurch die Möglichkeit, auch mal große Töpfe draufzustellen. Oftmals hat man bei den Kleinkochern das Problem, dass man gar keinen Topf draufstellen kann. Ja. Was ziemlich cool ist, der Spiegel direkt am Ausgang, da kann man sich noch mal irgendwas nachziehen, was hier da ist. Sieht sehr gut aus. Dann das Bett, hinten ein Riesenbett, muss man sagen, Querschläfer? Ja, 2,20 Meter und dann 1,40. Das ist halt sensationell. Ja. Das ist schon richtig heftig. Auch generell die Stehhöhe ist mega, auch die Dusche ist für große Menschen gedacht. Ja. Ja, wir haben halt auch einfach noch wirklich Stauraum unter dem Bett, auch als Schrankvariante. Wir haben einen großen Kühlschrank drin, wir haben eine Dusche drin und wenn man die nicht nutzt, dann kann man da schön eine Kleiderstange reinmachen, wo man mal eine nasse Jacke dran aufhängen kann. Vernünftige Tür, keine Ziehharmonikatür. Der Tisch ist absolut variabel, in alle Richtungen verschiebbar. Und fürs Enkelkind oder auch für Personen, die getrennt schlafen wollen, einfach noch das elektrische Hubbett hier oben, was kaum auffällt. Oh, wir sind wirklich auf 5,40 Meter oder 5,99 Meter, also unter 6 Meter. Ich dachte, wir wären auf 45, da hätte ich einen Schock bekommen, ja, weil das ist. Aber guck mal hier auch, wie das Ganze verarbeitet ist. Das ist jetzt keine Popeltür, sondern das fühlt sich schon mal ganz gut an. Messebetrieb, warte, ich guck mal gerade. Ich mache irgendwas falsch, oder? Nee, einfach nach links wieder ziehen. Nach links wieder ziehen? Also, so ist zu. Ja, genau. Warte, ich guck mal gerade, da ist der Riegel. Da ist der Riegel da. Jetzt ist er zu. Und so ist er auf. Okay. So, und dann hast du hier nochmal, wenn du aufmachst, den großen Spiegel nochmal, komplett mannshoch, von oben bis unten. Und in den Stufen hast du nochmal Stauraum, oder wie? Jawohl. Krass, jeder Zentimeter genutzt. Hier sieht man auch mal, da kannst du wirklich drunter gucken, das ist echtes Holz, oder? Ja, und vor allem auch doppelt als Trittstufe, nicht einfach nur ganz dünn, wo man gleich durchbiegt, sondern ja. Hier ein vernünftiger, breiter Einstieg. Ganz pfiffig ist natürlich hier der Kühlschrank, dass der so ist am Bett, dass du von beiden Seiten auch am Bett direkt rankommst, wenn du mal irgendwas trinken möchtest.
Warte, ich filme das ja gerade vom Bett aus. Das ist nämlich ganz witzig, dass man mal gerade hier aufmacht. Und jetzt sitze ich auf dem Bett. Ich bin ja 1,83 Meter groß, habe hier richtig Höhe, komme komplett an den Kühlschrank dran aus dem Bett raus. Hab hier oben, guck mal, hier oben noch eine Ablage drauf fürs Bett. Ich meine, du bist ja immer ein bisschen eingeschränkt. Dann hast du die Staufächer, das ist okay. Das ist ein mega Grundriss, finde ich, oder? Alternativ kann man hier oben auch noch einen Schrank bekommen. Okay. Man kann auch das Hubbett weglassen, wenn man möchte. Also schon sehr flexibel. Hast du einen Hubbettschlüssel dabei? Ich habe einen Hubbettschlüssel dabei. Du bist ein Oh, Schatz. dann muss ich aber jetzt mal hier weg. Dann würde ich dich Ja, nämlich einen bitten, Meter zur Seite, dass du ihn mal jawohl. einführst hier oben in das Schloss, denn da gibt es eine Sicherung, dass die Kinder da nicht mit rumspielen oder die Erwachsenen. Dann kannst du runterfahren, dann hast du ein großes Bett und brauchst eine Leiter hier oben, gell? Jawohl. Ja. Ups. So, also übrigens, der Hubbettschlüssel ist immer derselbe auf der ganzen Messe, aber wenn du keinen dabei hast, hast du keinen. Das ist so, Bettgröße hier? 1,22 mal, jetzt muss ich fast passen, 1,90 bummelig. Hast aber gut hingehört. Also mir wäre 1,20 mal 1,90 hätte mir gelangt, aber 1,22 ist ja schon sensationell. Zwar, wie viele Autos musst du dir merken hier auf so einer Messe? Ach, das geht. Ich war jetzt auf einem anderen Stand, aber da wir Illusion ja auch zu Hause auf dem Hof haben, bin ich da doch mit diesem Auto, mit diesem Grundriss schon recht vertraut. Okay, cool. Karte mal hochmachen bitte. Da war jetzt, glaube ich, nee, stopp hier, gerade hier oben die Matratze mal anheben. Ach so. Ich mal gerade runter. Also da ist noch ein Lattenrost. Alles klar. Okay, das war mir wichtig. Indirektes Design, es ist schick, es ist unglaublich hell. Du darfst gerne hochmachen, wenn du möchtest. Man kommt auch, während das Hubbett unten ist, kommt man auch noch notmäßig drunter, ne? Ja, und wir haben vorhin auch schon festgestellt, dass man die Leiter auch tatsächlich zwischen den Fahrersitzen platzieren kann und von da einsteigen kann, fragte mich vorhin ein Kunde. Ah, okay, super, haben wir das geklärt. Ich setze mich ja ganz kurz hin. Das sieht, Die sag mal, Kunden stellen manchmal die besten Fragen, oder? jetzt mal eine Die man blöde, gar nicht kommt. erstmal blöde Frage. Das sieht aus wie Korean hier. Ist das Korean? Jawohl, das ist Mineralwerkstoff und das geht nicht kaputt und ist in alle Richtungen völlig variabel, verschiebbar und absenkbar. Man kann also hier unten auch noch, na wo ist er denn jetzt hin? Da, ein Notbett bauen. Echt, du kannst also aus der Sitzgruppe Notbett bauen, ab für ganz kleine Kinder dann, oder? Ist jetzt für 4 Personen ja auch von den Anschnallgurten her. Aber im Notfall wäre Also das hier ist nicht der 19. Wagen, der auf dem gleichen Band mit einem anderen Aufkleber irgendwie rumfährt. Das hier ist eine kleine Manufaktur, Jawohl. die wirklich so oder so ähnlich nur für wenige baut. Ganz außergewöhnlich, muss man schon sagen. Ich darf mal da reinschauen in den Schrank. Ist da wahrscheinlich ein Mülltrennensystem oder sowas? Nö, hier haben wir große Fächer für Pütt und Pannen, sag ich mal. Und hier? Und hier mit Selbsteinzug dann auch noch die Möglichkeit eben Geschirr. Guck mal hier, das ist alles hier aus Metall an der Seite. Ich meine, du kriegst ja schon, wenn man nur bereit ist, ganz wenig zu zahlen, kriegst du auch ganz andere Qualität, oder hier? Ja, das ist natürlich hier ganz breit gefächert auf der Messe. Das hast du lieb gesagt. Das ist ganz breit gefächert. So. Was ich cool finde, sind Vorhänge. Also ich bin großer Fan von Vorhängen. Das finde ich ganz wichtig, weil die Kältebrücke dann natürlich, die Wärmebrücke dann auch wirklich optimiert wird. Und Fiat Ducato 8. Lieferzeit von denen? Also wir haben noch Chassis, das heißt 140 PS Variante als Schalter können wir liefern ab November diesen Jahres. Und bei der Automatik wird es halt schwierig, genau wie bei jedem anderen Hersteller. Das war eine ganz diplomatische Antwort, fand ich jetzt. Ja. Hast du gehört, bei der im Prinzip Neuner Automatikgetriebe wird es ein bisschen schwieriger. Aber Handschalter haben wir noch. Kaufen die Leute Handschalter? Gibt's das? Ja, doch, immer wieder. Muss Immer man wieder? Sagen, ja. Okay, es gibt ja auch Leute, die fahren das ab und zu mal nur und nur im Urlaub und so. Aber echt auf 6 Meter, also so einen tollen Grundriss für bis zu 4 Personen. Für 2 Personen natürlich genial, oder? Einer kann vorne schlafen, einer hinter, hat das ganze Bett komplett. Hunde, was würdest du da machen? Wo würdest du hinmachen? Also ich denke, die Hunde suchen sich immer den Platz selber, meistens irgendwie im Fahrerhaus. Sie hat für alles Aber eine auch Antwort. hier unter dem Tisch wäre Unter noch Tisch, Platz. ja. Und Also da wäre wie noch gesagt, Platz. da müsste man dann den Hund fragen, der findet den Weg. Ja, habt ihr das jetzt schon lang, die Marke? Habt ihr da gute Erfahrungen? Nee, also gute Erfahrungen haben wir schon, aber lange haben wir sie noch nicht, weil sie auf dem deutschen Markt noch nicht so lange vertreten sind und wir genau in die Corona-Zeit reingeschlittert sind. Aber wie gesagt, von der Qualität her sind wir sehr überzeugt und haben auch einen guten Zugang zu Illusion, dass wir, wenn was ist, Ersatzteile bekommen und damit arbeiten Ja, das ist ja können. ganz wichtig. So, jetzt darfst du mal ein bisschen Werbung machen für das Unternehmen, für das du arbeitest in Kiel. Genau. Heißt ganz genau wie? Tankreisemobile in Dänischen Hagen bei Kiel, Weltdorf bei Kiel. Tank, Tank, wie der Tank, wie der Wassertank. T-A-N-K, Genau, Reisemobile. Und du bist die wer? Ich bin Tanja Tank.
Ist das Zufall? Ja, das ist kein Zufall. Also ich gehöre zur Geschäftsleitung quasi. Ah, eine der Chefs, ja. Okay, cool. Tanja, erstmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Mit Reisemobilen wahrscheinlich aufgewachsen und das Ganze wirklich ganz toll. Also mir hat es gut gefallen. Und dir, Fazit? Ja, mir gefällt es auch. Ist auch mal, also ich finde auch das Grau schön. Also ja, doch. So, komm, wir gehen raus, machen eine Abmoderation, zeigen noch mal kurz die Preisliste mit Tanja Tank in der Nähe von Kiel. Also ich glaube, den Namen werde ich nie wieder vergessen, ja. Illusion 590 XMK Premium. Und wir reden hier über ein 6 Meter Auto, Breite 2,35 Meter, knapp 3 Meter hoch. Und die Zuladung ja auch nicht zu vergessen, hier bei dem Fahrzeug 530 Kilogramm. Da ist der Fahrer schon mit drin oder die Fahrerin? Der Fahrer mit 75 Kilo ist inklusive. Dankeschön. Tschüss.